Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine lustige Bärtasche häkelt. Die Tasche hat Magnetverschluss, so sieht das innen aus. Wer mag, kann diese Teilchen weglassen und diese Magnet einfach von innen nähen. Geht auch, das ist Geschmackssache. Außerdem zeige ich, wie man so eine einfachste Schnur häkelt. Und befestigt habe ich das so an 3 Stellen, damit man das als Rucksack tragen kann. Ich finde, für das Kind ist das am einfachsten Variante. Oder klar kann man auch an diese Stellen wie gewöhnlich befestigen, mit Karabinerringe oder einfach durch. So, Abmessungen für diese Tasche sind: in die Breite ist es 23 cm, in die Höhe hier ist es 19 und inklusive Ohrchen ist es 24 cm. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5 und zwar mit Cotton Cord von Krobeck. Für so eine Abmessung reicht so eine Knolle und für Schnur auch. Also in eine Knoll 200 Gramm, 150 Meter. Ja, habe ich schwarz für die Augen benutzt, das weiß für die Nase und hier diese habe ich mit Merino gemacht. Also, dann braucht man auch Wollnadel zum Vernähen und auch Maschenmarkierer. Und fangen wir an. Als erste 21 Luftmaschen. Einen Knoten bilden. Und ab jetzt zählen 21 Mal. 21 Maschen. Und für die erste Reihe zum Hochsteigen brauchen wir 2 Luftmaschen. So, gehäkelt wird in dieser Stelle hinten. Schauen Sie, in dieser Stelle. Und zwar mit Halbstäbchen. Also hier haben wir hochgestiegen, dann schauen Sie in diese Masche, zählen Sie nach, 1, 2, diese Stelle und in dritter Stelle erste Halbstäbchen. So, hier. Dann häkle ich noch eine. Und jetzt weiter. In diese Stellen bis zu Ende sind 19 Stück. Und hier machen wir dann 4 in eine Stelle rein. Also, ihr häkelt Halbstäbchen in diese einen Faden. Bis zur letzten Masche. Hier alle letzte Stelle, da häkelt man 4 Stück in eine Masche rein. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Diese ein Stück ziehen und legen Sie das so hier und das wird mitgehäkelt. Und jetzt zurück, wieder 19 einzelne Halbstäbchen bis hierhin. Also schauen Sie immer hier 2 Faden, gegenüber steht schon ein Halbstäbchen. Unter die 2 Faden (19 einzelne sind fertig). Jetzt schauen Sie hier, in allererster Masche war 3 Halbstäbchen. Die 2 Luftmaschen zähle ich als Halbstäbchen. Und hier häkeln wir noch eine, 4. und verbinden wir das.
Schauen Sie, zweite Halbstäbchen über die, hier sind zwei Faden, von hinten nach vorne, diese Schlaufe durchziehen, unter diese Verbindungsstelle, unter diese Schlaufe, die drauflegen und eine Masche häkeln. Um hochzusteigen, kann man einfach zwei so Luftmaschen häkeln und weiter. Oder kann man auch anders bisschen machen. Einfach einmal umwickeln und dann Masche häkeln. So, es sieht dann fast gleich aus wie die Halbstäbchen. So, ich mache einfach mit zwei Luftmaschen. In die nächste Reihe, hier bei diesen 4 Maschen, wird jede Masche von denen verdoppelt. Also hier haben wir schon gemacht, erste. Dann in dieselbe Stelle, hier kommt noch eine. Dann hier 2. Und hier 2. So. Weiter bis zur nächsten Seite, bis zum nächsten Ende sind 19 Maschen, also 19 Halbstäbchen, häkelt man einzelne. Hier bei diesen 4 Stück jetzt auch jede Masche verdoppelt. Weiter 19 einzelne Maschen bis hierhin. Hier machen wir auch 2 in einer Stelle. Hier am Ende Verbindung. Immer schauen Sie bei der zweiten Halbstäbchen. Schlaufe durchziehen und direkt eine Masche. Die Verbindung können Sie, wie gesagt, selber aussuchen, einfach mit Luftmaschen oder andere. So, jetzt können Sie nachzählen. Es soll insgesamt 54 Maschen sein, also das inklusive nicht vergessen, ist schon erste Masche. Und man häkelt weiter einfach in die Höhe. Es gibt keine Zunahme mehr. In jede Masche kommt ein Halbstäbchen gehäkelt. Und ich habe insgesamt 18 Reihen in die Höhe gehäkelt. Hier sind schon 2, also dann ab jetzt noch 16 Reihen. Sieht dann das so aus. In Zentimeter ist 19 Zentimeter bis zu Anfang hier. Also 19 Zentimeter, 18 Reihen in die Höhe. Und die Verbindung ist klar. Immer unter dieser Schlaufe anfangen. Hier bei der allerletzten Reihe, Verbindung, habe ich Garn abgeschnitten, das rausziehen, unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Drehen Sie rum, hier 3 Faden durchziehen, es ist abgeschlossen und dieses Endstück durch mehrere Maschen runterziehen und auch vernähen. Weiter häkeln mit 2 Ohrchen. Amigurumi-Ring und in diesem Ring erstmal 2 Luftmaschen. Bei der ersten Reihe werden 8 Halbstäbchen gehäkelt. Die 2 Luftmaschen zähle ich als erste.
Es sind 8 Halbstäbchen und 7 hier oben, wenn Sie zählen. Das ist Nummer 8, das verbinden wir. Und zwar suchen Sie zweite Halbstäbchen. Erste war 2 Luftmaschen. Und hier unter die 2 Faden diese Schlaufe durchziehen, die andere Seite. Unter diese Verbindungsstelle durch, diese Schlaufe drauflegen und 2 Luftmaschen häkeln. In der nächsten Reihe wird jede Masche verdoppelt. Also hier 1 haben wir schon gemacht, jetzt an dieser Stelle noch eine Halbstäbchen. Und so weiter in jeder Masche hier 2 Halbstäbchen. Reihe Nummer 2 ist fertig, 16 Halbstäbchen. Diese Endstück ziehen Sie durch mehrere Maschen hier, abschneiden und vernähen auch. So, jetzt verbinden wir genau dasselbe bei zweiten Halbstäbchen, hier 2 Faden. Unter Verbindungsstelle Schlaufe diese drauflegen, aber jetzt häkeln wir nur eine einzige Masche. So, dann geht direkt weiter und das ist die letzte Reihe. Hier häkelt man abwechselnd doppelte, also 2 Stück in einer Stelle, Halbstäbchen. Dann ist einfacher, doppelte, einfacher, bis man hier unten ankommt. Und zwar, schauen Sie, hier ist Anfang. 1, 2, 3 bleiben ungehäkelt hier unten. Also 1, 2, 3 bleiben ungehäkelt. Und diese wird auch nur Festmasche sein, allerletzte. Also, wir häkeln doppelte einzelne bis hier 4. Masche unten. Doppelte, einzelne und so weiter. Als letzte hier war doppelte, dann hier sind 4 Maschen. In die letzte Masche einfach Festmasche häkeln. Und das war's, Öhrchen ist fertig. Ziehen Sie das raus. Ungefähr so 30 bis 40 cm lassen Sie da ein Stück zum Nähen. So, und auf diese Weise häkelt er 2 Öhrchen. So, das muss ich noch vernähen. Jetzt häkeln wir 2 Augen. Es ist sehr schwer, bei schwarzer Farbe das zu zeigen. Es wird nur eine Reihe geben mit 6 Festmaschen. Also Amigurumi-Ring. Und in diesem Ring 6 Festmaschen häkeln. 6 Maschen sind fertig. Es ist wirklich schwer zu zeigen bei schwarzer Farbe. Ziehen Sie diese Endstück so und schneiden Sie jetzt Garn. Ungefähr habe ich 60 cm hier gelassen, weil die Augen werden nicht genäht, sondern mit Kettmaschen befestigt. Und jetzt suchen Sie alle erste Masche hier, diese 2 Faden, und ziehen Sie diese gesamte Endstück hier unter die 2 Faden auf die andere Seite und dann wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt. Und dann wird diese Reihe abgeschlossen sein. So, es wird so eine Augen. Diese Ende hier
ein bisschen kürzer schneiden. Wir machen auch vernähen. So, fertig. 2 Augen. Jetzt häkeln wir Nase, Amigurumi-Ring und in diesem Ring 6 Festmaschen. Diese Ende ziehen, Kreis schließt sich, Verbindung, hier unter die 2 Faden, Schlaufe durchziehen, die andere Seite. Und diese Verbindungsstück hier untergehen, drauflegen und feste Masche ziehen. In die Reihe Nummer 2 werden 12 Maschen sein, also jede Masche von hier wird verdoppelt, einfach mit Festmaschen. Verbindung, und eine Masche. In die Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Also hier ist eine, dann in die nächste häkle ich 2 Stück. Wieder eine und dann 2. Und so weiter bis zu Ende. Reihe Nummer 3 ist fertig. Es sind 18 Maschen oder 17 Stellen hier oben, wenn Sie oben hier nachzählen. Das ist die letzte Reihe. Ich habe ungefähr 1 Meter hier Ende gelassen und ziehe ich das Ganze raus. Hier bei der zweiten Masche 2 Faden oben durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Drehen Sie rum hier. Fertig. Und es geht weiter. Wir brauchen 4 Maschenmarkierer. Wer macht Magnetknopf einfach hier in die Mitte, der braucht diese mittlere Teil nicht häkeln. So, schauen Sie, diese Stellen kommen Ohrchen. Und zwar legen Sie die Tasche, genau das ausrichten alles, diese seitliche Markierungen. Es ist insgesamt bei uns 54 Maschen. Ich habe die markiert eine Seite, dann habe ich abgezählt bis zur anderen Seite. 26 Maschen zwischen denen. Die markierte Stelle habe ich nicht gezählt. Also 52 durch 2, hier jetzt 26 Maschen. Genau wie auf die Seite. So, man häkelt von dieser Stelle, von vorderer Seite, und da ist Hinterseite und wird hier dann klappen. So, diese markierte Stelle sind, wo enden Ohrchen, also die allerletzte Masche hier für die Ohrchen. Und zwar, schauen Sie, von der Seite, diese markierte Stelle nicht zählen, ab hier bis diese Masche sind 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist markiert. Genau wie hier. Ab hier zählen, 8 ist markiert. Dann in die Mitte sind 10 Maschen. Eine lassen wir hier, eine hier. Zwischen Ohren und diesem mittleren Teil wird eine Masche sein. Und hier in die Mitte sind auch 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In diese 8 Maschen häkeln wir in die Höhe. Und zwar
Sie können auch aussuchen, einfach mit Festmaschen oder so wie hier mit Halbstäbchen, ist egal. Eine freilassen, hier in dieser Stelle. Ich häkle erste Reihe mit Halbstäbchen. Also das heißt, muss ich in die Höhe kommen. So. Und weiter. Dieses Endstück legen Sie hier hin. Es wird reingehäkelt. Dann in die nächste, unter die 2 Faden. Und so weiter. 8 Maschen. Und die Rückreihe häkle ich mit Festmaschen. Also eine zur Steigerung. Dreht man rum. Und jetzt zurück. 8 Stück. Diese letzte Masche häkeln Sie einfach hier in diese Faden rein. So. Jetzt 2 zur Steigerung und drehen. Und hier zurück sind 8 Halbstäbchen. Und schauen Sie, ich häkle nicht hier an die gleiche Stelle, wo Luftmaschen waren. Ich häkle in die nächste hier rein. Und die 8. letzte häkle ich, hier schauen Sie, dieser Faden und dieser Faden, unter diese 2 Faden. So, jetzt eine zur Steigerung, umdrehen und 8 Stück Festmaschen zurück. Also schauen Sie, hier letzte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier wieder häkeln, nicht wo diese erste Luftmasche rauskommt. Und die letzte Masche hier unter diese 2 Faden. So, ihr könnt weiter selbstständig häkeln. Die Größe, welche ihr braucht, einfach so messen. Magnetknopf hier. So und so weiter häkeln. Ich habe ungefähr 6,5 cm gehäkelt. Am Ende eine Masche und rausziehen. Abschneiden. Dieses Endstück hier verstecken und vernähen. Fertig. So sieht das aus, so geht das zu. Und auf dieser Seite wird ein Magnetknopf angenäht. So. Als nächstes Ohren nähen. So, zwischen diese markierten Stellen, also hier eine frei, hier fängt Ohr an, hier markierte Stelle, hier eine frei. Also praktisch von hier bis zu dieser markierten Masche. Also Wollnadel bei dieser markierten Masche anfangen. Einfach unter die 2 Faden. Und irgendwo hier reingreifen. So. Immer regelmäßig. Schauen Sie nach Abstand. So, hin, zurück, kann man Kreuzchen machen, wie ihr das wollt. Und auf diese Weise auch den anderen Ohrchen annähen. Als nächstes häkeln wir mit Kettmaschen Augen drauf und Nase. Wer mag, kann Nase einfach so lassen.
Oder kann man mit anderer Wolle. Ich habe so eine Merino-Wolle einfach. Die ist ein bisschen weicher, dünner. So eine Nase formen. So ungefähr. Schauen Sie, welche Höhe kommt das. Hier denke ich, okay. So, und fange ich da an. So, erstmal oben. Fixieren. Ups. So, das muss nicht rein. Ungefähr so. Dann kommt hier in die Mitte irgendwo. So und weiter dann mehrmals hier in die Mitte von der Nase auffüllen. Ich denke ungefähr so wird dann auch gut aussehen. Jetzt nochmal alles ordentlich legen, messen eventuell, platzieren, wo ihr wollt und fixieren. So, als erste Nase. Ich nehme Häkelnadel Nummer 4 und dieses Endstück soll jetzt von innen sein. Ich ziehe das einfach durch. So, jetzt häkeln wir das mit Kettmaschen und zwar unter der einen Faden hier. Gehen Sie in die erste Masche und ziehen Sie von innen eine Masche raus. Das ist ein bisschen schwierig, das so. Dann direkt in die nächste rein und passen Sie immer auf, dass der Nase wirklich gerade bleibt. Dann in die nächste. Durch diese erste. Dann in die nächste. Klar, wer mag, kann auch das einfach mit Wollnadel nähen oder mit normalen Nähfaden, wie es Ihnen lieber. Und so weit im Kreis, eine Masche nach anderen, bis man wieder hier am Anfang ankommt. Hier bei der allerletzten Masche habe ich schon und da ist schon Anfang. Ziehen Sie Ende raus. So, hier unter diese zwei Faden. So, oben gehe ich rein, durchziehen und dann wieder von innen suchen Sie diese Stelle, wo es rauskommt und wieder reinziehen. Und jetzt auf die gleiche Weise Augen platzieren, fixieren mit Maschenmarkierer, Faden nach innen erstmal holen und auch mit Kettmaschen verbinden.
Und ich möchte euch noch zeigen, wie man eine Schnur häkelt. Es ist ganz leichte Version. Und ein kleiner Nachteil, diese Schnur kann sich mit der Zeit noch weit auseinanderziehen. Also denken Sie daran, lieber ein bisschen weniger zu häkeln als zu viel. Oder wenn das ganz weit auseinander gegangen ist, einfach einen Knoten irgendwo binden. So, rein, Masche, nochmal rein, Masche offen lassen, nochmal rein, eine Masche. Also jetzt habe ich 3 Maschen hier. Und die Breite von diesen Schnur können Sie auch selber bestimmen. Das kann man auch mit 4 Maschen, mit 5 Maschen häkeln, ist egal. Am Endeffekt wird das Muster gleich sein, nur die Dicke von diesem Schnur. So, 3 Maschen. Jetzt halten Sie hier mit Finger so fest. Erste Masche abhäkeln, hier lassen, zweite Masche abhäkeln und dritte Masche. Und das war's. Wieder loslassen von Anfang. Erste, zweite, dritte. Und es ist so alles zusammen dann. Hier zieht sich das zusammen und wird eine runde Schnur sein. Passen Sie auf, dass die Maschen nicht rausrutschen. Halten Sie ganz fest mit Finger. So, und so weiter in die Höhe. Wer mag keine Karabinerinne, kann auch direkt von dieser Stelle anfangen. Hier 1, 2, 3 Maschen. Hier anfangen und so weiter in die Höhe häkeln. So. Und ihr häkelt die Höhe, welche ihr benötigt. Und dann zeige ich, wie man diese andere Ende an Karabiner anbringen kann. So weiter. Mein Schnur ist 80 cm groß. Ich habe so ein bisschen auseinandergezogen, gemessen. Hier am Ende 30 cm Garn abgeschnitten. Jetzt verbinden wir mit anderem Karabiner. So. Erstens mal in erste Masche, dann durch Karabiner und zieht man durch das. So. Passen Sie auf, dass diese Maschen nicht wegrutschen. So, dann gehen Sie wieder rein. So rum. Dann von unten jetzt in die zweite. Faden ziehen und wieder rein hier. So, nachziehen ein bisschen. Und noch einmal in dieselbe Masche rein. Durchziehen. Und wieder hier rein. So. Und jetzt in die letzte Masche. Hier. Durchziehen. Rein. Hier wieder raus. So.
Und jetzt kann man noch einmal da reinziehen. Und fertig. Und verbinden wir irgendwo hier in die Mitte, schauen Sie. Da vielleicht durch. Und ziehen Sie so ein bisschen runter durch mehrere Maschen. Bis hierhin vielleicht und dann auch vernähen. So sieht das Anfang, so sieht das Ende aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man diesen Gurt anbringen kann. Erst wie gewöhnlich, wie eine Tasche tragen. Dann macht ihr an diese Stellen einfach durch mit Karabiner oder Karabinerrinne hier befestigen. Andere Variante tragen wie einen Rucksack. Dafür habe ich 3 Ringe hier befestigen, dann durch hier oben und andere Ende hier befestigen. Und dann kann man das als Rucksack tragen. Ich denke, für das Kind das einfach praktischer. Und das war's. Meine Bärtasche ist fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir zu häkeln. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!